Diese Werbung von Spar analysieren wir heute gemeinsam mit euch. Schauen wir sie uns gleich einmal an. Grüß dich. Wer bist denn du? Sanna. Magst mitkommen? Wohin? Heim? Und wo ist das? Daheim eben. Und was gefällt dir daheim? Daheim ist Natur pur. Wen hast du denn da mitgebracht? Die Miriam. So, holt's euch außen. Bioprodukte von Spar Natur pur. Schmeckt's dir, Miriam? Ja, da schmeckt's die Natur pur. In der Werbung, die wir gerade gesehen haben, werden die Produkte von Spar beworben. Spar ist ein österreichisches Handelsunternehmen mit dem Sitz in wo, Verena? Bei uns daheim in Salzburg. Genau. Spar wurde 1954 gegründet und ist einer der größten Lebensmittelhändler in Österreich. Spar gibt es aber nicht nur hier in Österreich, sondern auch in 48 anderen Ländern. Gibt es Spar bei euch zu Hause? In der Werbung werden Produkte der Linie Natur pur beworben. Das ist eine Eigenmarke von Spar. Und laut Spar kommen Produkte dieser Linie aus kontrollierter biologischer Herkunft und vorwiegend aus regional verankerten Biobetrieben. Es ist also eine Nachhaltigkeitslinie von Spar. Deshalb wird für diese Produkte auch ein Bild kreiert, das für Natur pur, also 100% Natur steht. Und Natur sehen wir auch in der Werbung. Wir sehen Almhütten, wir sehen Berglandschaften, traditionelle Kleidung, also ein Dirndl und ganz wichtig, Dialekt. In der Werbung wird unser Dialekt stark mit Natur, Bodenständigkeit und Natürlichkeit verbunden. Also quasi, was von der Heimat kommt, ist gut, weil es pur und rein und natürlich ist. Das ist das Bild, das von der Werbung kreiert wird. Und kennt ihr die Person in der Werbung? Sie bewirbt die Natur pur Produktlinie von Spar. Und zwar ist das Miriam Weichselbraun. Sie ist eine sehr, sehr bekannte österreichische, genauer gesagt Tiroler, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin. Miriam Weichselbraun ist aber nicht nur eine der beliebtesten österreichischen Moderatorinnen, sondern auch bekannt für ihre natürliche und bodenständige Art, weshalb sie eben für diese Natur-Pur-Marke perfekt passt. Gehen wir jetzt noch einmal die Werbung Schritt für Schritt durch. Grüß dich. Wer bist denn du? Sanna. Christi, wer bist denn du? Hier sehen wir die typische Begrüßung bei uns, und zwar Christi für eine Person oder Grüß euch für mehrere Personen. Magst mitkommen? Wohin? Heim? Das Mädchen fragt Miriam, magst mitkommen? Also, möchtest du mitkommen? Miriam fragt, wohin sie denn mitkommen möchte, und das Mädchen antwortet dann heim. Und dieses Heim, das bedeutet Heim. Ihr könntet aber hier vielleicht auch manchmal statt Heim Ham hören. Hier wird EI von Heim zu OA oder nur A in Heim oder Ham. Das ist etwas, das wir zum Beispiel auch bei dem Wort Einser oder Eins machen, das zu Orns, Ans, Ornser, Anser wird. Und wo ist das? Daheim eben. Und was gefällt dir daheim? Daheim ist Natur pur. In diesem Abschnitt der Werbung geht das Mädchen mit Miriam heim und Miriam fragt, und wo ist es? Also wo ist ihr Zuhause? Hier sehen wir, dass das so gut wie immer in unserem Dialekt zu des wird. Zum Beispiel, das habe ich nicht verstanden oder das ist ja interessant. Und das Mädchen antwortet darauf, na daheim eben, um eben zu sagen, na daheim ist eben daheim, da wo ich zu Hause bin. Und dann fragt Miriam, und was gefällt dir an daheim? Wir sehen also hier wieder, dass daheim zu daheim wird und auch, dass das was zu was wird und gefällt, was gefällt an daheim, das ist eben das Verb gefallen und da, also was gefällt da, heißt hier dir. Also es ist das Personalpronomen im Dativ. Das würden wir normalerweise auch wie dir aussprechen, wenn es aber unbetont verwendet wird, beziehungsweise auch hinter dem Verb steht, dann kann es eben zu da werden. Was gefällt da daheim? Die Frage heißt also, was gefällt dir an zu Hause? Und das Mädchen antwortet darauf, daheim ist Natur pur. Hier wird also dann auf die Produktlinie von Spar verwiesen und dieses starke Bild kreiert, das Produkte von daheim mit Natürlichkeit und Gesundheit und Natur verbindet.
Schauen wir uns den nächsten Teil im Video an. Wen hast du denn da mitgebracht? Die Miriam. Im letzten Teil dieses Videos sehen wir eine dritte Frau mit einem Dirndl. Es dürfte die Mutter des Mädchens sein. Sie fragt ihre Tochter, wen hast du denn da mitgebracht? Also, wen hast du denn da mitgebracht? Hast wird zu Host, was auch eine ganz typische Vokaländerung in unserem Dialekt ist. Das denn wird reduziert auf ein N und dieses N wird dann an Host angehängt, sodass die Mutter dann nur sagt, wen Hosten da mitgebracht. Und auch in den Wörtern da und mitgebracht haben wir diese typische Vokaländerung. Da wird zu da und mitgebracht wird zu mitgebracht. Das Mädchen antwortet auf die Frage, wen sie denn da mitgebracht hätte, die Miriam. Das ist auch etwas Typisches, was wir hier in Österreich machen, und zwar, dass wir einen Artikel vor dem Namen einer Person nennen. Wir sagen also typischerweise nicht, ich habe Miriam mitgebracht, sondern ich habe die Miriam mitgebracht. Danach springen wir in eine Szene, in der Miriam mit dem Mädchen an einem Tisch sitzt und die dritte Frau, wahrscheinlich die Mutter, bringt Essen für die beiden. Wollt ihr jausen? Dabei sagt sie, so, wollt ihr jausen? Wollt, das ist das Verb wollen in der zweiten Person Plural. Wenn ihr unsere Videos zu den Modalverben im Dialekt gesehen habt, dann wisst ihr bestimmt schon, dass wir für die zweite Person Plural in unserem Dialekt ein S anhängen. Wir sagen also nicht ihr wollt, sondern ihr wollt's. Außerdem sehen wir hier, dass gar kein Personalpronomen verwendet wird. Also das ihr wird komplett weggelassen, weil wir es auch nicht brauchen. Wenn wir diese Konjugation verwenden, hopt's, wissen wir automatisch, dass ihr gemeint wird. Wenn die Mutter also fragt, wollt's a jausen, ist automatisch klar, dass wollt's ihr gemeint ist. A vor jausen, a jausen, ist der weibliche Artikel im Akkusativ, den wir in unserem Dialekt von eine auf a reduzieren. Und die Jausen, das ist eine typische Zwischenmahlzeit in Österreich, in Deutschland unter dem Begriff Brotzeit bekannt. Es kann also zum Beispiel ein Müsliriegel oder ein Obst oder ein kleines Brötchen sein, das wir als Jause bezeichnen. Es gibt den Begriff Jausen aber auch für eine Hauptmahlzeit, und zwar, wenn wir von einer Bredeljausen sprechen. Damit meint man typischerweise Schinken und Käsestreifen mit Butter, Brot und etwas Gemüse. Das alles wird auf einem Holzbrett serviert und typischerweise auf einer Almhütte gegessen. Bioprodukte von Spar Natur pur. Schmeckt's da, Miriam? Ja, da schmeckt's die Natur pur. Am Ende werden die Bioprodukte von Spar beworben und dann fragt die Frau Miriam noch einmal, schmeckt's da, Miriam? Also schmeckt es dir, Miriam? Wir sehen hier erneut dieses da statt dir, schmeckt's da, weil hier auch dieses dir, das Personalpronomen dir nachschmecken kommt und damit unbetont wird. Und wir sehen auch, dass das S mit dem Verb verschmolzen wird. Also schmeckt es wird zu schmeckt's. Das ist auch etwas ganz Typisches in unserem Dialekt. Und Miriam antwortet, ja, da schmeckt's die Natur pur. Hier haben wir wieder die typische Veränderung von A zu O, Ja zu Ja und Da zu Da. Und der Satz, da schmeckt's die Natur pur, der die Werbung beendet, ist eben auch der Slogan der Produktlinie von Spar. Danke fürs Zusehen. Hier findet ihr noch andere interessante Dialektbeispiele in Österreich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.